Wir waren auf Teneriffa und haben dort ein paar Orte gefunden, die ziemlich cool sind. Manche von euch sind jetzt vielleicht ein bisschen überrascht, denn in unserem letzten Video haben wir uns eher darüber aufgeregt, dass uns Teneriffa zu überlaufen, zu überfüllt ist und dass sehr viele Orte, die eigentlich cool sind, abgesperrt und nicht zugänglich sind. Aber es gibt auch coole Orte in Teneriffa. Und damit ist nicht nur der Teide gemeint, den wir in der Nacht bestiegen haben, was ein ziemlich cooles Abenteuer war, das man sich da oben oder da oben anschauen kann. Schaut es euch an. Sondern auch noch 3 andere Orte, die gar nicht so bekannt sind. Erstens Punta del Teno. Früher hat man dort nur mit dem Auto hinfahren dürfen, das ist mittlerweile gesperrt und hat einen sehr coolen Effekt. Man fährt mit dem Bus dorthin und es sind sehr wenig Leute dort. Man kann einiges dort machen und das seht ihr jetzt. Wir sind jetzt beim Punta do Teno, heißt das, glaube ich, oder? Punta del Teno, tut mir leid. Boah, ich schnaufe jetzt schon wieder. Alter. Die Busfahrt war spektakulär, also die Aussichten richtig schön. Ob es so super ist, dass man das Ganze wandert auf der Straße, sind wir uns nicht so sicher. Aber der Vorteil ist, es sind jetzt nicht tausende Leute da, sondern ja, überschaubar viel. Der Erleuchtung ist nicht überlaufen. Und wir werden uns jetzt das Gebiet ein bisschen anschauen. So, wir sind jetzt ein bisschen da gewandert vom Leuchtturm weg. Nicht weil so viele Leute sind, aber weil wir ursprünglich da wandern wollten. Heute ist es ein bisschen zu heiß, aber es ist der perfekte Spot zum Drohnenfliegen und jetzt könnt ihr euch die Aufnahmen anschauen. So, wir haben jetzt gesagt, nachdem es so heiß ist, auch wenn jetzt gerade ein Wolken da ist, nutzen wir die restliche Zeit und gehen noch ein bisschen baden. Wir haben dort einen ziemlich coolen Naturpool gefunden. Die zwei. Und da werden wir uns jetzt ein bisschen die Zeit vertragen. Der zweite Ort, den wir ziemlich cool gefunden haben, ist der Sendero, also der Wanderweg Roques de Garcia oder so ähnlich, wird in Spanisch gelernt. Der liegt im Teide Nationalpark und ist eigentlich ein sehr, sehr bekanntes und beliebtes Ziel. Deswegen stehen auf der Zufahrtsstraße hunderte Autos und auf dem Parkplatz tummeln sich die Menschen so richtig. Und Laura, wie gefällt's dir? Es ist okay. Auf der Aussichtsplattform, die natürlich sehr schön ist, sieht man sehr viele andere Touristen. Wenn man den Weg dann beginnt, am Anfang ist der Weg noch sehr schön präpariert, man kann theoretisch auch mit dem Rollstuhl fahren, hat man schon noch sehr viel Gegenverkehr, da die meisten Leute gehen. einer Zeit kommt dann eine Weggabelung, wo man theoretisch sogar auf den Teide aufgehen kann. Da nochmal die Verlinkung zu unserem Video, wir sind sehr stolz drauf. Wir haben das aber nicht gemacht, wir haben den anderen Weg auf der Rückseite von dem Roque,
also von den Felsformationen gewählt. Der ist nicht mehr ganz so schön, oder? Ja, es ist wieder mehr Richtung Wandern, jedoch trotzdem einfach zu bewältigen. Es geht etwas hinunter und wieder etwas hinauf am Schluss. Aber das sehr, sehr Schöne daran war, dass man einerseits die Felsen aus einer anderen Perspektive sieht, die meiner Meinung nach beeindruckender war als auf dem Hinweg. Und außerdem waren dort außer uns fast keine Leute, weil irgendwie jeder einfach denselben Weg wieder zurückgeht. Also macht's unbedingt das und lasst euch nicht diese wunderschönen Ausblicke entgehen. Ja, mitten auf der Wanderung findet man natürlich sehr viele schöne Felsformationen. Unter anderem diese da, schon sehr beeindruckend und eigentlich ein ganz netter Walk. Leider hat die Laura das Allerwichtigste aber vergessen, weil man hat eine wunderschöne Aussicht auf den Teide. Tennis. Insgesamt, man geht in etwa 1 Stunde bis 1,5. Das heißt, es kann sehr warm werden, nehmt euch auch Ausrüstung mit, ansonsten verdurstet es wieder. Ah, wir haben da kein Wasser mitgehabt, oder? Genau. Das war nix. Und drittens, ganz am anderen Ende im Norden vom Anaga-Gebirge, die Wanderung von Afur hinunter zum Tamadiste-Strand. Wir haben uns nicht allzu viel erwartet, sind aber sehr positiv überrascht worden. Wir haben dafür in etwa 2 Stunden gebraucht, ein abwechslungsreiches Panorama mit einem ziemlich coolen Highlight, dem Strand am Ende gehabt, und das zeigen wir jetzt. Da kommen wir mal her. Da wollen wir hin. Ja. So, wir sind am Strand angekommen und sitzen gemütlich in der Sonne. Es gibt jetzt nur ein paar Aufnahmen von oben, weil der Axel ist wieder mal mit der Drohne geflogen und es ist ziemlich schön. Schon geile Aufnahmen, oder? Also insgesamt 400 Höhenmeter plus minus. Der Weg ist relativ einfach, mit ein paar Kletterpassagen vielleicht drinnen, aber die sind gut zu bewältigen. Man kann von dort dann auch noch weitergehen. Im Video sagen wir, wir gehen bis nach Taganana. Das haben wir dann nicht mehr gemacht, aber können den Weg auf jeden Fall empfehlen für eine Ganztageswanderung, und das Gebirge an sich gibt einiges her, glaube ich. Ja. Jetzt wollen wir natürlich wissen, alle, die auf Teneriffa waren, habt ihr einen dieser 3 Orte besucht? Oder gibt es vielleicht nur einen Geheimtipp, den wir sogar verpasst haben? Das könnt ihr uns natürlich in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns, wenn alle, denen das Video jetzt gefallen hat, uns einen Daumen nach oben da lassen und diesen Kanal abonnieren. Denn wir haben nämlich nicht nur Teneriffa besucht, sondern andere Kanareninseln genauso, und da wird es jetzt noch mehr Content in den nächsten Wochen geben.
Wir sehen uns also bald wieder. Bis zum nächsten Video.